Grüßt euch Leute da draußen im Internet. Ihr seid hier, weil ihr wissen wollt, wie ihr Sea of Thieves im rahmenlosen Fenstermodus spielen könnt. Wie ihr sehen könnt, spiele ich Sea of Thieves gerade im Fenstermodus und ich habe oben den Balken, der leider nicht von Microsoft vom Haus aus deaktivierbar ist, beziehungsweise auszublenden geht. Denn im Menü grundsätzlich finden wir lediglich die Einstellungen unter Video für Fenstermodus und fürs Vollbild. So sollte es aussehen, wenn wir jetzt raustappen. Minimiert sich das Ganze oder habt ihr ein Overlay oder warum auch immer ihr im Fenstermodus spielen möchtet. Leider kriegt ihr den Balken so einfach nicht weg. Doch hier zeige ich euch eine Lösung. Ganz simpel, ihr braucht nur ein einziges Tool und das Ganze nennt sich Borderless Gaming. Wie ihr es bekommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kauft es auf Steam, muss aber nicht, das ist nur um die Entwickler zu unterstützen. Ich zeige euch nun, wie ihr die kostenlose Variante über GitHub runterladen könnt. Dafür minimiere ich hier gerade einmal Sea of Thieves und wechsle auf den Browser. So, hier haben wir den Browser und ihr sucht einfach nach Borderless Gaming. Die erste Seite, die ihr findet, ist github.com. Ganz wichtig, keine andere Seite nehmen, kein chip.de. Wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich auf Steam kaufen. Aber meine Empfehlung ist, nehmt einfach github.com, klickt auf den Release-Button. Sobald ihr auf GitHub gelandet seid, unter dem Benutzercode USA, Borderless Gaming, findet ihr hier unter dem Bild die Setup-Exe. Da ihr das wahrscheinlich auf Windows ausführen werdet, ladet euch diese einfach runter. Anschließend führt ihr sie einfach aus, hier unten links. Klickt auf Accept, weiter, Next, Create Desktop Shortcut, Start Borderless Gaming. Nachdem ihr nun Borderless Gaming gestartet habt, habt ihr hier dieses Fenster, geht in die linke Spalte, sucht Sea of Thieves, Achtung wichtig, Application Frame Host. Es kann auch sein, dass manchmal Sea of Thieves zweimal aufgeführt wird, einmal als SOT Game. Immer auf den Application Frame Host klicken, dann hier oben einmal den Pfeil nach rechts und schon befindet sich Sea of Thieves hier im rechten Fenster. Auf dieses klickt ihr bitte rechts, dann wählt ihr zuerst aus keine Größenveränderung. Dann wählt ihr aus, wieder Rechtsklick, Fenstergröße anpassen. Und hier klickt ihr in diesem kleinen Fenster auf Nein. Wir fangen an. Wir wollen Sea of Thieves das Fenster ganz links am Rand haben. X, Position 0 wäre hier, ne? Position 0. Und da der Rahmen oben eine Pixelweite von 40 Pixel hat, gehen wir hier auf minus 40, damit diese Bar nach oben geschoben wird. Anschließend klicken wir auf OK und gehen weiter. Hier geben wir die Pixelbreite ein. Bei meinem Monitor zum Beispiel und bei meiner Auflösung von Full HD, also 1080p, ist die Breite 1920 mal 1080. Bedeutet, hier wähle ich aus, die Fensterbreite ist 1920 mal 1080. Aber, wichtig zu beachten, wir haben ja jetzt die Pixel um 40 nach oben geschoben. So müssten wir so gesehen 1080 plus 40 haben. Also sprich 1120 Pixel hoch. Wir klicken auf OK. Und damit ist die Sache hier auch schon erledigt. Ihr könnt es minimieren. Der Rest passiert jetzt vollkommen automatisch, weil ihr es hier in die automatische Favoritenliste gezogen habt. Sobald ihr wieder in Sea of Thieves seid, wechselt bitte einmal auf den Vollbildschirmmodus und dann wieder zurück auf den Fenstermodus. Achtet bitte drauf oben auf den Balken, was jetzt passiert. Dieser ist nun automatisch verschwunden, wir sind allerdings immer noch im Fenstermodus. Ihr seht, ich kann Fenster hervorziehen, Sea of Thieves minimiert sich nicht, denn wir befinden uns immer noch im Fenstermodus. Ich kann hier einmal rausgehen und ihr seht, der Balken ist am oberen Rand komplett verschwunden. Wenn ich nun auf Einstellung gehe, Videoeinstellungen, bin ich immer noch im Fenstermodus und ihr seht auch hier, die Begrenzung der Auflösung steht auf 1080p, also 1920 mal 1080 Pixel. Die 40 Pixel des Balkens haben wir abgezogen und wieder draufgerechnet und somit haben wir endlich in Sea of Thieves einen rahmenlosen Fenstermodus. Solltet ihr Fragen haben oder irgendetwas nicht funktionieren, so schreibt es doch bitte in die Kommentare, ich helfe euch unglaublich gerne. Ein Punkt, der mir jetzt gerade noch einfällt, wäre, dass das Ganze vielleicht nicht funktioniert, wenn ihr Borderless Gaming nicht im Administrator-Mode gestartet habt. Dafür klickt ihr einfach rechts auf eure Verknüpfung, die ihr auf den Desktop erstellt habt von Borderless Gaming, geht auf Eigenschaft und wählt unter Kompatibilität Run as Administrator oder als Administrator ausführen aus und versucht das Ganze noch einmal. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann tut dies doch, indem ihr einfach auf Twitch geht. Dort habe ich meinen Streaming-Kanal. Auf YouTube bin ich nicht mehr sehr aktiv, dafür auf Twitch so gut wie jeden Tag online. Einen Streamplan gibt es auch auf filgaia.de. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr habt und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute. Was ist das denn? Was geht da hinten ab? Oh mein Gott. Da kommst du einmal kurz in die Kapi-Büchse. Hier einmal, genau.
Und rammen. What? Hast du die kaputt gemacht? Jetzt müssen wir aber auch gucken, Yay. glaube ich. Oh, das ist das gruselig. Hallo, hör auf damit. Hör auf, hör auf. Ah, das ist gruselig, hör auf. Okay, und segel wieder rein. Die Trommel.